Amen. Amen. So we're addressing a question Wir behandeln eine Frage about the second advent in the history of the Millerites. die über die Wiederkunft in der Geschichte der Milleriten geht. Just make sure I get the question correct. So why Christ could have come back in the year 1863? Warum hätte Christus im Jahr 1863 wiederkommen können? So we went to a passage in the Spirit of Prophecy, Wir sind zu einem Zitat im Geist der Weissagung gegangen. it's taken from the book Evangelism, Das steht im Buch Evangelism, page 694. Seite 694, Absatz 2 im Englischen. It's actually taken from Testimonies of the Church, volume 2. Und das eigentliche Zitat oder ursprünglich wurde das niedergeschrieben in zweite Band der Zeugnisse. So we didn't quite finish this paragraph. Wir haben diesen Abschnitt noch nicht beendet. So I'm going to review the study that we did yesterday. Jetzt wiederholen wir nochmal das Studium, was wir gestern gemacht haben. Before we do that, I just want to read, if not all, a number of the selected paragraphs for this section from the book Evangelism. Ich möchte noch einige ausgewählte, eventuell auch alle Abschnitte lesen aus diesem Kapitel. And the title is The Reason for the Delay. Der Titel, also die Überschrift von diesem Kapitel ist der Grund für seinen Verzug. So what we began reading yesterday was the following. Sorry? What we read yesterday was the following. Also gestern haben wir das hier gelesen. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the Master should come, so many would be found unready. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Die lange trübselige Nacht versucht dich, aber der Morgen verzieht sich in Gnade, weil würde der Herr kommen, würden so viele unvorbereitet vorgefunden werden. Gott will nicht, dass sein Volk zerstört wird, und das ist der Grund für seinen so langen Verzug. So I don't know if it's going to be easy if I paraphrase, but you let me know. Next paragraph. The work might have been done. Nächster Abschnitt, der ist überschrieben mit die Arbeit, die hätte getan werden können. Had the purpose of God been carried out by his people in giving to the world the message of mercy, Christ would ere this have come to the earth, and the saints would have received their welcome into the city of God. Wäre die Absicht Gottes von seinem Volk ausgetragen worden, indem sie die Gnadenbotschaft an die Welt gegeben hätten, wäre Christus früher zu dieser Erde gekommen und die Heiligen wären willkommen geheißen worden in der Stadt Gottes. I know that if the people of God had preserved a living connection with him, if they had obeyed his word, they would today be in the heavenly Canaan. Ich weiß, wenn das Volk Gottes eine lebendige Beziehung zu ihm aufrechterhalten hätte, wenn sie seinem Wort gefolgt hätten, dann wären sie heute im himmlischen Kanaan. Next section. Satan has stolen a march on us. Nächster Abschnitt, what is a march? In a race, and he's beaten us. So if you think of people Okay. marching, he's ahead of us. Also Satan hat uns eingeholt sozusagen, ist die Überschrift. If every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept,
Satan has stolen a march upon us. Wenn jeder Wächter auf der Mauer Zions der Posaune einen bestimmten Ton gegeben hätte, dann hätte die Welt schon viel früher die Warnungsbotschaft gehört. Aber die Arbeit ist hinkt Jahre hinterher. Während die Menschen schliefen, hat Satan uns eingeholt. No failure on God's promises. Kein Fehlschlagen der Verheißungen Gottes. The angels of God in their messages to men represent time as very short. Thus it has always been presented to me. It is true that time has continued longer than we expected in the early days of this message. Our Savior did not appear as soon as we hoped, but has the word of the Lord failed? Never. It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike conditional. Die Engel Gottes haben The angels of God in their messages to men represent time. Die Engel Gottes haben in ihrer Botschaft von Gott die Zeit als sehr kurz dargestellt. Deshalb, und so wurde es mir immer präsentiert, es ist wahr, dass die Zeit länger andauert oder dass es länger andauert, wie wir in unseren ersten Tagen dieser Botschaft erwartet hatten. Unser Herr kam nicht so bald, wie wir es uns erhofften. Aber ist das Wort des Herrn fehlgeschlagen? Nie. Man sollte sich immer daran erinnern, dass die Verheißungen und die Drohungen Gottes an Bedingungen geknüpft sind. God had committed to his people a work to be accomplished on earth. The third angel's message was to be given. The minds of believers were to be directed to the heavenly sanctuary where Christ had entered to make atonement for his people. The Sabbath reform was to be carried forward. The breach in the law of God must be made up. The message must be proclaimed with a loud voice that all the inhabitants of earth might receive the warning. The people of God must purify their souls through obedience to the truth and be prepared to stand without fault before him at his coming. So, you want to paraphrase? No, it's okay. Okay. Gott hat seinem Volk eine Aufgabe für diese Erde gegeben, die sie ausführen sollen. Die dritte Engelsbotschaft wurde gegeben, damit die Gläubigen sich auf das himmlische Heiligtum konzentrieren, in das Christus eingetreten ist, um für sein Volk einzustehen. Die Sabbatreform sollte umgesetzt werden. What is the breach? Break. The wall's broken. The breach in the law of God must be made up. I don't understand The that law of sentence. God is a wall and there's a break in it, a crack. And that's what needs to be repaired. Yeah. Okay, also der Bruch in dem Gesetz Gottes muss wiederhergestellt werden, also geschlossen werden. Die Botschaft muss mit einer lauten Stimme verkündet werden, sodass alle Einwohner der Erde diese Warnungsbotschaft empfangen. Das Volk Gottes muss ihre Seelen reinigen durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit und müssen sich vorbereiten, ohne falsch vor ihm zu bestehen, wenn er kommt. Had Adventists, after the great disappointment of 1844, held fast their faith and followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the third angel, and in the power of the Holy Spirit proclaimed it to the world, they would have seen the salvation of God. The Lord would have wrought mightily with their efforts. The work would have been completed, and Christ would have come ere this to receive his people to their reward. But in the period of doubt and uncertainty that followed the disappointment, many of the Advent believers yielded their faith. Thus the work was hindered, and the world was left in darkness. Had the whole Adventist body united upon the commandments of God and the faith of Jesus, how widely different would have been our history. Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung im Jahr 1844 an ihrem
Glauben festgehalten und sich vereint der Vorsehung Gottes hingegeben, indem sie die Botschaft des dritten Engels empfangen hätten und in der Kraft des Heiligen Geistes der Welt verkündigt hätten, dann hätten sie die Erlösung Gottes oder schon gesehen. Der Herr hätte mächtig für sie durch ihre Anstrengungen gewirkt und das Werk wäre beendet. Und Christus wäre schon früher als jetzt zur Belohnung seines Volkes wiedergekommen. Aber in der Zeitdauer des Zweifels und der Unsicherheit, die der Enttäuschung folgte, haben viele adventistische Gläubigen ihren Glauben Given up. ihren Glauben aufgegeben. Dadurch wurde das Werk gehindert und die Welt wurde in Dunkelheit hinterlassen. Hätte der ganze adventistische Körper vereint auf den Geboten Gottes gestanden und im Glauben Jesu, wie anders wäre unsere Geschichte heute verlaufen? It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. God did not design that his people, Israel, should wander 40 years in the wilderness. He promised to lead them directly to the land of Canaan and establish them there a holy, healthy, happy people. But those to whom it was first preached went not in because of unbelief. Their hearts were filled with murmuring, rebellion, and hatred, and he could not fulfill his covenant with them. Es war nicht der Wille Gottes, dass das Kommen Christi so lang herausgezögert wurde. Gott hatte nicht vorgehabt, dass Israel für 40 Jahre in der Wüste umherziehen sollte. Er versprach ihnen, sie direkt ins Land Kanaan zu führen und sie dort als ein heiliges, gesundes und glückliches Volk zu etablieren. Aber jene, denen er zuerst die Botschaft brachte, sind nicht in das Land eingegangen wegen ihres Unglaubens. Ihre Herzen waren gefüllt mit Aufruhr, Rebellion und Hass. Und somit konnte er ihnen gegenüber seinen Bund nicht einhalten. For 40 years did unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan. The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. In neither case were the promises of God at fault. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many years. 40 Jahre des Unglaubens, der Rebellion und des Aufruhres hielten das alte Israel fern vom Land Kanaan. Die gleichen Sünden haben auch das moderne Israel vom Einzug ins himmlische Kanaan daran gehindert. In keinem der beiden Fälle wurden die Versprechen Gottes wegen Gott nicht eingehalten. Es ist der Unglaube, die Weltlichkeit, die Unheiligkeit, Strife, Fight. die Kämpfe innerhalb dem Volke Gottes, die uns in dieser Welt der Sünde und des Leidens in dieser Welt für so viele Jahre halten. We may have to remain here in this world because of insubordination, because of disobedience, many more years, as did the children of Israel. But for Christ's sake, his people should not add sin to sin by charging God with the consequence of their own wrong course of action. Wir müssen hier nicht auf dieser Welt, wir müssen auf dieser Welt noch in dieser Welt verweilen wegen, what did you say insubordination is? Rebellion. Wir müssen noch in dieser Welt verweilen wegen der Rebellion. Wir müssen noch in dieser Welt für einige Jahre verweilen wegen Rebellion, genauso wie die Kinder Israels. Aber wegen what does it mean? But for Christ's sake. We'll just paraphrase that. Yeah. Thing.
because of what Christ has done for us, Aber aber das, was Christus für uns tat, äh, sollte keine weitere, um Christi willen, sollte sein Volk nicht nochmal Sünde um Sünde. Oh no, I don't get that sentence. Please, just take out Christ. Just you don't need to do that. no, just rephrase the But for whole Christ's sake. paragraph. The whole paragraph. I just don't understand it correctly. We may stay here on earth because of our rebellion more years than we realize. Also wir verweilen auf dieser Erde länger aufgrund unserer Rebellion, wie uns lieb ist. And if that happens, Und wenn das geschieht, we shouldn't add that sin, dann sollten wir diese Sünde, the sin of die rebellion, Sünde der Rebellion, and add another sin onto that, nicht noch eine weitere Sünde which is hinzufügen, blaming God for the problem. nämlich dass wir Gott die Schuld für dieses Problem zuschieben. By giving the gospel to the world, it is in our power to hasten our Lord's return. Indem wir das Evangelium der Welt verkünden, liegt es in unserer Macht, die Wiederkunft des Herrn zu beschleunigen. I'm going to go to the next section. The coming of the Lord will not tarry past the time that the message is borne to all nations, tongues, and peoples. Shall we who proclaim to be students of prophecy forget that God's forbearance to the wicked is a part of the vast and merciful plan by which he is seeking to compass the salvation of souls? So, wir überspringen jetzt einen Absatz, das letzte. Das Kommen des Herrn wird sich nicht verzögern, wird sich nicht länger herausverzögern, wie das die Botschaft an alle Nationen, Sprachen und Völker herangetragen wurde. Sollen wir, die vorgeben, die Studenten der Prophetie zu sein, vergessen, wie Gottes Langmut den Bösen gegenüber ein Teil. Oh no, can you paraphrase the last part? Shall we who claim to be God's prophet? Can you paraphrase that as well, Yeah. please? We know that the Lord wants to come, Wir wissen, dass der Herr kommen will. and as soon as we give the message to the world, Und sobald wir der Welt die Botschaft geben, there will be no more delay. wird es keinen Verzug mehr geben. We who claim to believe the Bible prophecies, Wir, die wir glauben, an die biblischen Prophetien zu glauben, we should not forget that it's God's patience that it's because God is patient that He's waiting. sollten nicht vergessen, dass es Gottes Geduld ist, dass er wartet. He won't come until all the wicked people in the world have a chance to hear the message. Er wird nicht kommen, bevor nicht alle bösen Menschen der Welt eine Chance hatten, von seinem Kommen zu hören. As soon as they hear, He will come. Und sobald sie das gehört haben, werden sie kommen. Okay, so let's go back to the beginning. Also gehen wir wieder zurück zum Anfang. This is 694, paragraph 2. Das war Evangelisation, Seite 694, Absatz 2. Testimonies of the Church, Volume 2. It gives you the date, 1868. Und in Testimonies oder Zeugnisse an die Gemeinde sagt es uns das Jahr 1868. So before we recap, Bevor wir nochmal wiederholen, let's go to that reference lasst uns in the original. zu dieser Original- oder ursprünglichen Fassung gehen. So it's page 194, Das ist zweiter Band, Seite 194 im Englischen. 2T194. Give me a second to find it. So it's
Testament of the Church, Volume 2, page 193, paragraph 3. Also für die App ist es 2T 193.3. And it's halfway into that paragraph. Und das ist so ungefähr in der Mitte des Absatzes. The paragraph begins, I saw that watch after watch was in the past. Der Absatz beginnt mit, ja. And then the actual sentence itself is a few lines into page 194. Und der Absatz selber geht auch ein paar Zeilen noch in Seite 194 über. Okay, so we're not going to read the whole section. Also wir lesen ja nicht den ganzen Abschnitt. We already know the year. Wir kennen ja bereits das Jahr. So this is chapter 28. Das ist Kapitel 28. Is everybody, we're all on the same page, everybody knows where we are? Weiß jeder, wo wir sind? Sister Suellen? Yeah? Okay, so if we drop back to the beginning of this section, it begins on page 183. Das Kapitel beginnt auf Seite 183 im Englischen. Chapter 28. The title is what? Der Titel dieses Kapitels ist was? Sister Catherine? Es geht um die Weltlichkeit in der Gemeinde. Is everybody there? Ist da jeder? So it's worldliness in the church. Es geht um die Weltlichkeit in der Gemeinde. June 12th, 1868. 12. Juni 1868. I was shown that the love of the world was to a great extent taking the place of love to God. Mir wurde gezeigt, dass die Liebe zur Welt zu einem großen Teil den Platz einnahm, den die Liebe Gottes innehaben sollte. You are situated in a pleasant country, one that is favorable to worldly prosperity. Ihr lebt in einem wohlhabenden Land, einem, das weltlichen Wohlstand hervorbringen kann. We would call this the pleasant land. Wir würden es das herrliche Land nennen. And I think it's Daniel 8, Und ich glaube, das steht in Daniel 8, verse 9, Vers 9, where it uses that term, the pleasant. wo eben, ist der Difference to glorious land, pleasant land? Not really. Also ist das herrliche Land. But I'm just referring us back to Daniel 8, Aber ich beziehe uns oder mache hier einfach den Rückschluss zu Daniel 8, verse 9, Vers 9, because it says, and toward the pleasant. weil es dort heißt, gegen das herrliche Land. So I'm just tying that back, that the pleasant country is the glorious country. Ich möchte einfach nur aufzeigen, dass es hier sich um das herrliche Land handelt. Okay with that? Daniel 8, verse 9. We're in this pleasant land, Also wir sind hier in diesem herrlichen Land and it's favorable to worldly prosperity, making a lot of money. und dort ist es möglich, dass man viel Geld verdienen kann. This places you where you are in constant danger. Das bringt dich an einen Ort, wo du in ständiger Gefahr bist, Your interests, wo deine Interessen, your dreams, your ambitions deine Ambitionen, deine Träume can all get swallowed up in the world. alle in der Welt versinken können. That would be like the fish that swallows Jonah. Das wäre so wie der Fisch, der Jona verschluckte. Or you could do it the other way. You're the fish and you're swallowing up the world. Oder du kannst es auch andersrum sagen, du bist der Fisch und du ziehst die Welt in dich rein. But I think it's really that the world is this fish and it's going to eat all of your interests up. Aber ich denke, es ist eher so, dass die Welt dieser Fisch ist und er saugt alle diese Interessen von dir auf. It's all about laying up treasures on the earth. Es geht immer darum, dass man sich Schätze auf der Erde ansammelt. Where your treasure is, that's where your thoughts and your feelings are. Wo dein Schatz ist, da sind auch deine Gedanken und deine Gefühle. You're situated in this pleasant country Du befindest dich in diesem herrlichen Land, where there are temptations wo es diese Versuchungen gibt, to make you go deeper and deeper into the world. wo du tiefer und tiefer in die Welt hineingehst.
It's almost like drowning, the picture that, as I see it. Das ist hier quasi wie du versinkst da drin. So sehe ich das hier. To be constantly accumulating. That means gathering. Also du bist ständig dabei, diesen Schatz zu mehren. More money, more land, more things. Mehr Land, mehr Geld, mehr Sachgüter. Some good, some bad. Manche davon sind gut, manche sind schlecht. And while you're focused on this, Und während du dich darauf konzentrierst, this gathering, sammelst du. the mind becomes engrossed, it becomes filled with the cares of this life. Der Verstand dreht sich nur noch um die Bedürfnisse in diesem Leben. To such an extent that we shut out godliness. Und das zu einem solchen Ausmaß, dass wir die Göttlichkeit außen vor lassen. Now, this is a parable, Das ist ein Gleichnis. so don't take it personally or literally. Also nehmt das jetzt hier bitte nicht persönlich oder buchstäblich. If you had a house, Wenn du ein Haus hast, simple house, ein einfaches Haus, with nothing in it, ohne dass etwas drin ist, it'd be really easy to keep it clean. dann wäre das doch sehr einfach, dass man es sauber macht. You put shelves in the house, Du baust Regale ein and then you put ornaments and books and things, und dann tust du da Schmuckstücke hin oder Bücher and the cleaning takes a lot longer. und auf einmal braucht es viel länger, das Haus zu reinigen. At least 2 orders of magnitude more. 100 times longer. Also zumindest einmal doppelt so lang oder 100-mal so lang. So, the more things you get, Je mehr Dinge du anhäufst, the more focused you are in the cleaning of your house. It just takes longer je länger brauchst du, dein Haus zu reinigen. because each object collects dust. Denn jedes Objekt fängt ja den Staub ein. The less things you have, the less time it takes to clean. Je weniger Dinge du hast, desto weniger Zeit brauchst du, es zu reinigen. That's what she means. Das meint sie hier. You keep on accumulating things, getting things, Du bist ständig damit beschäftigt, Dinge anzusammeln. and then you have to take care of everything Und dann musst du dich auch noch um alles kümmern. to such a degree that you shut out heaven. Und zwar zu so einem Ausmaß, dass du den Himmel komplett vergisst. You've got a car. Du hast ein Auto, Your wife works. deine Frau arbeitet, She gets a car. auch sie hat ein Auto. Your child comes of age. They get a car. Und dann wächst dein Kind heran, dann braucht es auch ein Auto. You live in the part of the country where you need a winter car. Und dann lebst du auch noch irgendwo an einem Landesteil, wo du Winterautos benötigst. And Oder? then you've got a company car. Und dann hast du noch ein Auto für deine Firma. So what do you need for all of that? Was brauchst du für all das? A big garage. Du brauchst eine große Garage dafür. And you don't get big garages without more land. Und du kannst aber so eine große Garage nicht hinbauen, wenn du nicht da genügend Land dafür hast. And then all the servicing. Und dann müssen die ja gewartet werden. Then all the costs. Die ganzen Kosten So you dafür. need a better job, longer hours. Dann brauchst du eine bessere Arbeit. Du musst länger arbeiten. And how did that all start? Und wie hat das alles angefangen? Just with one car. Es hat angefangen mit einem Auto. And we all do it. Und wir alle machen das. You're in the kitchen. Wir haben eine Küche. You have one knife to cut your food. Du hast ein Messer, um dein Essen zu schneiden, And zubereiten. within weeks, months, Und innerhalb gewisser Wochen oder Monate, you open that drawer dann öffnest du die Schublade and it's just full of stuff. und dann wirst du feststellen, dass es voll ist mit Zeugs da drin. You can't even shut the drawer. Und du kannst die Schublade gar nicht mehr zumachen. It's all accumulating stuff. Wir haben ganz schön Zeugs angesammelt. Okay, so we want to call this what? Wie möchten wir das nennen hier? We'll drop down a little bit. Springen wir nach unten ein bisschen. Few sentences. Einige Sätze. Prosperity is blinding the eyes and deceiving the soul. Wohlstand verblendet das Auge und täuscht die Seele. So the people are becoming blind. Die Menschen sind somit blind geworden. What's making us blind? Was macht uns denn blind? We live in the pleasant land, Wir leben im
herrlichen Land. And in the pleasant land, it's easy to get more things than you really need. Und im herrlichen Land ist es sehr einfach, mehr Dinge anzuhäufen, wie man wirklich braucht. Easy to become rich. Es ist einfach, reich zu werden. And once you start down this road, Und wenn du dich auf diesem Weg befindest, it becomes very difficult to stop. dann wird das schwierig aufzuhören. And what begins to happen, the love of gain or increase begins to eclipse the heavenly treasure. Und was dann anfängt, ist, dass dieses Bedürfnis nach mehr, das Bedürfnis nach himmlischer Freude oder ja, Erfreuungen übertrifft. We've got the sun. Das Sun, Moon? The sun. Ja, like Moon. Yeah. Okay, also wir haben die Sonne And it's bright and glorious. und sie ist hell und herrlich. And it's huge. I Ähm, don't know how many times bigger it is than the earth. und sie ist riesig. Ich weiß nicht, wie viel mal größer sie wie die Erde ist. You think nothing could hide that. Du denkst, dass nichts das verdecken kann. And all it takes Aber alles, was es bedarf, is one small euro coin. ist eine kleine Euromünze. You just need to put that in the right place and it totally eclipses the sun. Du musst dieses Eurostück nur so vor die Sonne halten, dass es die ganze Sonne verdeckt. Money has that much power. So viel Macht hat Geld. The love of gain eclipses the heavenly treasure. Die Liebe der Vermehrung verdunkelt die himmlischen Freuden. And the heavenly treasure is the sun. Und die himmlischen Freuden oder der himmlische Schatz Without ist die Sonne. without the sun, there is no life. Ohne die Sonne gibt es kein Leben. And it is extremely glorious. Sie ist extrem herrlich. And it only takes a little bit of money Und es bedarf nur einer Euromünze, to eclipse all of that. um all das zu verdunkeln. If you put it between the sun and yourself. Wenn du es zwischen dich und die Sonne im richtigen Winkel hältst. Okay, we call all of this experience All das nennen wir Erfahrungen. the Laodicean condition. Wir nennen das den Zustand von Laodicea. At least that's what I want to call it. Zumindest möchte ich das so nennen. Worldliness in the church. Es ist die Weltlichkeit in der Gemeinde. It's quite a long section. Das ist ein sehr langer Abschnitt. And she's just going to explain this condition in so many different ways. Und sie erklärt nun diesen Zustand in verschiedenen Arten. Because the Laodicean condition is a big subject. Denn der Zustand von Laodicea ist sehr umfangreich. And then we come to the passage that we were dealing with, page 193, paragraph 3. Und dann kommen wir letztendlich zu dem Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen, Seite 193, Absatz 3. Now, what's interesting is this paragraph talks about the watches. Watch like this watch? No. The watch is what? Was ist denn dieser Watch? So a watchman on the wall, As- someone who watches. Also es ist ein Wächter, jemand, der aufpasst. What's the first thing you said? Guarding, yes. Sehr gut. So Also a ein watchman, Ein Wächter. no, a city needs to be guarded 24/7. In einer Stadt muss man rund um die Uhr Wache halten. And because we're only human, Da wir nur Menschen sind, you can't get one person watching for 24 hours. They'd fall asleep and it'd become dangerous. kann das nicht nur eine Person machen, weil sie würde müde werden, einschlafen und dann wird es gefährlich. So you have shifts. You call them shift when you go on a shift. Und somit hat man unterschiedliche Schichten. So we would say, I saw that shift after shift was in the past.
Und so fängt dieser Absatz hier an. Ich sah das Schicht. Is that the beginning? I saw that watch after watch. Yeah, shift after shift. Ich sah, dass Schicht nach Schicht schon in der Vergangenheit war. So the question is, what shift are we in now? Die Frage ist doch, in welcher Schicht befinden wir uns jetzt? Drop down a sentence or two. Gehen wir 2 Sätze weiter. Now the period of waiting is shorter than at first. Jetzt ist die Zeit des Wartens kürzer wie am Anfang. So it's 24-hour day. Es ist ein 24-Stunden-Tag. We've already had shift after shift, so we're not at the first shift, we're at another shift. Wir haben bereits gewisse Schichten hinter uns. Wir sind also nicht mehr bei der ersten Schicht, sondern schon weiter fortgeschritten. At the beginning, the first shift, Am Anfang we looked with diligence, with vigilance. während der ersten Schicht haben wir genau hingeschaut mit Ausdauer. So are we all here together? We're just at the bottom of page 183. It says, if we watched with unbated vigilance, in the English. 193. Sorry. No, where are you? Are we there? No. So I'll quickly read, but don't just follow along. I saw that watch after watch was in the past. Because of this, should there be a lack of vigilance? Oh no, there is the greatest necessity of unceasing watchfulness, for now the moments are fewer than before the passing of the first watch. Now the period of waiting is necessarily shorter than that first. If we watched with unbated vigilance then, how much more need of double watchfulness in the second watch? So we passed the first shift, now we're in the second shift. Also die erste Schicht ist vorüber und jetzt befinden wir uns in der zweiten Schicht. We're okay with that? Ist das in Ordnung? 193, paragraph 3. It begins, I saw, that watch after watch. So if we're there, I've only gone about 2 sentences in. Third sentence, the last bit says the passing of the first watch. So it's at the bottom of page 193, but you probably don't have pages interrupting. Yep. Before the passing of the first watch. Now, we there? Now the period of waiting, yes? Okay. Then it says, how much more need of double watchfulness in the second watch? The passing of the second watch has brought us to the third, and now it is inexcusable to abate or to stop our watchfulness. Das Vorbeigehen und das Vorübergehen der zweiten Schicht bringt uns in die dritte Schicht. Und jetzt ist es unentschuldbar. What is abate? Stop. Jetzt ist es unentschuldbar, wenn wir unsere Achtsamkeit vernachlässigen. The third watch calls for threefold earnestness. Die dritte Schicht verlangt nach einer dreifachen Ernsthaftigkeit. So it's 3 times. Jetzt haben wir das dritte Mal. The reason she's saying this Der Grund, warum sie das sagt, is because when they first started in the first watch, weil als sie am Anfang in der ersten Schicht begonnen haben, they were very diligent. da waren sie sehr achtsam. Second sentence Der zweite Satz, says the first watch has passed, da heißt es, die erste Schicht ist and should we stop or should we become lazy, basically? und sie sagt grundlegend, sollen wir jetzt müde darin werden, aufzupassen? First watch, you're vigilant, watch carefully. In der ersten Schicht passt du genau auf. Second watch, In der zweiten you Schicht, should be twice as much. da solltest du doppelt vorsichtig sein. Third, 3 times as much. Und in der dritten dreimal so aufmerksam. They're going the other way. Aber sie machen das umgekehrt. Instead of increasing their watchfulness, they're going in the other direction. Anstatt ihre Achtsamkeit zu erhöhen, vernachlässigen sie. You were watchful, Du bist aufmerksam, then you were 2/3 watchful, now you're 1/3 watchful. du bist aufmerksam, dann nur noch 2/3 und dann nur noch 1/3 von deiner So you get Aufmerksamkeit. the picture? Versteht ihr das Bild? So she's talking about these watches. Sie spricht hier über diese Schichten oder diese Aufmerksamkeit. Do we all agree that they're in the third watch? Stimmen wir alle überein, dass sie sich in der dritten Schicht befinden? Or are they in the second watch? Oder sind sie hier in der zweiten Schicht?
By watch you mean now shift. Yes. Okay. If we watched with unabated vigilance then, in the first watch, Wenn wir in der ersten Schicht mit Achtsamkeit, no, where you I've now? just gone back a sentence. If we watched with unabated vigilance then, Wenn wir damals und in der ersten Schicht then is the first watch, ja mit ungeteilter Aufmerksamkeit aufgepasst hätten, then we should double it in the second watch. dann sollten wir es in der zweiten Schicht doch verdoppeln. How much more need of double watchfulness in the second? The passing of the second watch has brought us to the third. Und das Verstreichen der zweiten Schicht bringt uns nun zu der dritten. And now, Und jetzt, in the third watch, it should be threefold. in der dritten Schicht ist es unentschuldbar. Do we agree we're in the third? Stimmen wir überein, dass wir uns in der dritten Schicht befinden? Okay, so we'll pause there. Also halten wir hier an. Any questions? Gibt es da soweit Fragen? Woher wissen wir, dass wir in der dritten sind? We now or we Ellen White? Wir jetzt, heute oder Ellen White? I guess Ellen White. Okay, Ich nehme an, Ellen White. so the way I'm reading this, So wie ich das lese, the sentence begins the passing of the second. der Satz beginnt mit das Verstreichen der zweiten Schicht. The passing of the second watch has brought us to the third. Das Verstreichen der zweiten Schicht bringt uns zu der dritten. That's kind of Das hört sich für mich nach Gegenwart an. Which is the present, the second or the third? Was ist nun gegenwärtig, die zweite Schicht oder die dritte? brought us to the third, so I'd say the third. Somit würde ich sagen, die dritte ist gegenwärtig. That's how I understand it. So verstehe ich es auch. It is now inexcusable to stop our watchfulness. Und jetzt ist es unentschuldbar, unsere Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit zu unterbinden. It seems to me the now is the third. Für mich, ich lese das so, dass dieses Jetzt die dritte Schicht ist. The only reason I asked the question is because the sentence before seemed to infer that they were in the second. Der Grund, warum ich das frage, ist, weil der vorangegangene Satz es so glaubhaft machen könnte, dass sie sich in der zweiten Schicht befinden. That's why I want to make sure we're all in agreement that there were three watches and they're in the third. Deshalb möchte ich sicher gehen, dass wir alle übereinstimmen, dass es 3 Schichten gibt und man sich nun in der dritten Schicht befindet. All good? Yep. So we'll just pause that thought there. Halten wir unterbrechen diesen Gedanken hier. And I'm not going to prove this. I'm just going to state it as fact. Ich werde es jetzt nicht beweisen, sondern lediglich als Tatsache hinstellen. If you were to do a study on the 2520, Macht man ein Studium über die 2520, when you look at Daniel 5 und sich dabei Daniel 5 anschaut and you say, Mene, mene, tekel upharsin, und dort Mene, Mene, Tekel, Upharsin liest, tekel is shekel. da ist ein Tekel, ist ein Shekel. So when it says mene, Wenn dort von Mene gesprochen wird, what is that? was ist ein Mene? What is mene? Easy, it's not, no tricks. Sorry? Sorry? That's you fasting. Half. Tekel is shekel. 50. We okay with that? 50 or Sind 50 oder 60. 50 or 60. You've got two options Man hat 2 Möglichkeiten. because people see things differently. Da Menschen die Dinge unterschiedlich betrachten, That's not our subject. das ist jetzt aber nicht unser Thema Our hier. subject is the watch. Unser Thema ist die Schicht. Now, different people look at a day and divide it up in a way that they choose to do so. Menschen schauen sich unterschiedlich den Verlauf eines Tages an und unterteilen ihn auch unterschiedlich, so wie sie es möchten. So, this one, we normally say the Jews and the Babylonians. Hier sagen wir normalerweise die Juden und die Babylonier. We're not doing the Jews and the Babylonians. We're going to do the Jews or Israel and the Romans.
Uns geht es jetzt aber nicht um die Juden und die Babylonier, sondern um die Juden und die Römer. So we're looking at the watch, Hier haben wir die Schicht. the shift, and this is one day. Und diese Schicht ist ein Tag. And the Jews said that there were 3 watches in the day. Und die Juden sagen nun, dass es 3 Schichten an einem Tag gibt. And the Romans said, Und die Römer we have 4 watches in the day. sagen, dass wir 4 Schichten haben. So there's 2 different ways of dividing the day up. Und somit gibt es 2 unterschiedliche Arten, wie man den Tag unterteilen kann. 888, 888 6666. oder 4 mal die 6. We okay with that? Stimmen wir denn überein? So we want to know what Ellen White is talking about Jetzt wollen wir wissen, über was Ellen White spricht, when she says watches. wenn sie hier über die Schichten spricht. Which model is she going to use? Welches Modell nutzt sie denn? 3 or 4? Nutzt sie Modell 3 oder Modell 4? 3? 3? So she's going to say Sie sagt, there's 3 watches in the day. sie sagt, es gibt 3 Schichten am Tag. Let's be careful. Lasst uns hier aufpassen. When is the day going to end? Wann endet denn der Tag? Midnight? Um Mitternacht? Tell me, I'll read something, you tell me. Ich lese etwas und ihr sagt mir dann. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred. Die lange Nacht oder die dunkle Nacht der Versuchung vergeht, aber der Morgen der Gnade kommt. When does the day end? Wann endet denn der Tag? Not that. When does the day end? Wann endet der Tag? In the morning. Sorry? In the morning. Am Morgen endet der That's Tag. what she said. Das sagt sie. So here's the morning. Hier ist der Morgen. So the day will end in the morning. Der Tag endet am Morgen. She says night ends in the morning, not the day. Yes, the night ends. Cannot make the night the day. Okay, when does the 24-hour period end? Wann endet die 24-stündige Zeitdauer? Okay, maybe I tricked us. So the 24-hour ended here, Also hier enden die 24 Stunden. which is obviously not biblical. Das ist nicht biblisch. Is that right? Ist das richtig? Because it's supposed to end at sunset. Denn sie soll ja am Sonnenuntergang enden. And they're already in the night. Und sie befinden sich bereits in der Nacht. The third watch calls for threefold earnestness. To become impatient now would be to lose our earnest, persevering watching there heretofore. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy. We'll stop there. Die dritte Schicht bedarf einer dreifachen Ernsthaftigkeit, um jetzt ungeduldig zu werden, würde bedeuten, alle unsere ernsthaften, vorangegangenen Schichten zu verlieren, bis an diesen Punkt zu verlieren. Und dann kommt unser Zitat. So, what do we think? We think she's using the 3-watch system or the 4-watch system? What do you think? The only thing I could see in that is that she says in the first we should pay attention. Second, we should double.
She doesn't say now in the third we should, Triple. we shouldn't triple. She says it's inexcusable. It seems to me like stop. So let me read this. The third watch calls for threefold earnestness. Okay, she says that, but she first says it's inexcusable. So what would a fourth watch then make sense? It's already inexcusable in the third step. So it seems to me like it's the end is reached at the third watch. Okay, so we're going for this one, only the three watches. That's the only evidence I would see in it. Brother Jim? She only mentioned 3 watches. Sie nennt ja nur 3 Schichten. She didn't go into a 4th watch. Sie nennt keine 4. Schicht. That's not a real good proof, but Das ist kein guter Beweis. it seems to me that she didn't have a 4th watch in there, so it'd just be 3. Aber für mich bedeutet das, dass sie nur an 3 denkt und nicht an 4. Catherine? Sticking with 3. 3? Ich glaube, ich bleibe auch bei 3. Why? Warum? I can't see where she's talking about a 4th. Ich kann nicht erkennen, wo sie über 4 Schichten spricht. It's not hidden somewhere? Ist es nicht irgendwo verborgen? Sister Sue Ellen? She said no for the camera. Sister Sue Ellen? Well, I think it's 3 Ich denke auch, dass es 3 sind. Why? for the same reason Jim said. Aus dem gleichen Grund, wie Jim gesagt hat. It's not Could you just remind mentioned. us? Well, it's not. I don't see an allusion to a 4th, Ich sehe and keine Erwähnung einer 4. she's enumerating them and saying how. Say louder. She's enumerating the watches, and she's saying how we should be doubly vigilant for the second watch and threefold for the third watch. And I just Sie beziffert die einzelnen Schichten hier und sagt, in der 2. sollte man doppelte Anstrengung machen, in der 3. eine 3-fache Anstrengung. I don't see any. I just think that the urgency about the third watch indicates that that's the last watch. Und ich denke, dass die Dringlichkeit hier, die bei der 3. erwähnt ist, einfach die letzte Schicht ist. So you'll notice that Sister Ellen corrected herself, Vielleicht habt ihr bemerkt, dass Sue Ellen sich selbst korrigiert hat. and it's something we need to always remember. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Because first she said it's not written, Erst sagt sie, es steht nicht geschrieben. and then she said there's no allusion, Allusion. inference. Und dann sagt sie, es gibt keinen Bezug oder keinen Hinweis darauf. So we have to be careful about things that are not written. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir sagen, Dinge sind nicht niedergeschrieben. Just because it's not written doesn't mean it's not there. Nur weil es nicht niedergeschrieben ist, bedeutet nicht, dass es nicht vorhanden ist. Because you also have to look for the inference of something being there. Denn du musst auch immer nach den Hinweisen suchen, ob etwas nicht dort ist. So she said there's not even an allusion to it. Also sie sagt, da gibt es noch nicht mal eine Andeutung davon. And that's where we should always remember to at least double check if it's not written. Und an diesem Punkt sollten wir zumindest immer noch mal sicher gehen, also noch mal überprüfen, ob es nicht doch so ist. Sister Kathy? 3 or 4? I'm going to say 3 Why? because just by the context of the naming of the 3, that they're in the night and the morning is deferred. And morning follows night. Okay, morning follows night. There's nothing after night. There's no other time span that we give a specific name for. It's either you have night and then comes to the day. So it would seem that the last part of this 24 hours is the night, and then comes the morning or the day, which would be the following 24 hour. So there's nothing after the 3. I forgot to translate, but doesn't Okay. matter. So
when we have 3 shifts and you say it's a period of 888, this means it's a full day. So why cannot be the morning the 4th shift? Also meine Frage ist, wenn die Schichten rund um die Uhr sind, warum kann dann nicht, oh, we have 4 times 666, warum kann nicht der Morgen die 4. Schicht sein? Is this well? When I read this again, Als ich es nochmal durchgelesen habe, she's saying, saying, don't become impatient now sagt sie, werdet jetzt nicht ungeduldig, while you're in the third watch. während du in der 3. Schicht dich befindest. And the morning, it seems to me that it's saying that the morning of the morning that's coming, that we're expecting to come, is, when the master would come, but it's delayed. So Und es sieht für mich so aus, dass der Morgen das ist, wo der herkommt, aber er verzieht sich. it seems like this third watch that we're in is being delayed, but we can't. We need to persevere and keep watching. Aber es sieht für mich so aus, dass diese 3. Schicht sich verzieht und man weiterhin achtsam sein muss. Really okay so far? So, a suggestion. Ein Vorschlag. When was the first watch, do you think? Wann denkt ihr denn, war die erste Schicht? Beginning sentence. I saw that watch after watch was in the past. How many watches is that? Ich habe gesehen, dass Schicht über Schicht sich in der Vergangenheit befindet. Welche Schicht ist das denn? So 2 watches are in the past. So we know we're not in the second watch. Also wir wissen doch schon, dass wir uns nicht in der 2. Schicht befinden, weil 2 schon vergangen sind. Because of this, we should not become lazy. Darum sollten wir eben nicht faul werden. Our watchfulness should be greater now than it was in the past. Unsere Achtsamkeit sollte sich vermehren wie in der Vergangenheit. So when do we think the first and second watches were? What were they referring to? Was glauben wir denn, was die 1. und 2. Schicht bedeutet? Wann waren die denn? Worauf beziehen die sich? Watch was 1844, and the second watch was 1863, and the third watch is coming up. Ich denke, dass die 1. Schicht 1844 war, die 2. 1863 und dann kommt die 3. auf. 44, 63, 44, 63 and the third is coming, did you say? und dann kommt die 3. oder was? But they're in the third. Aber nee, sie sind doch in der 3. Aber sie sind in der 3. und warten darauf, dass sie sich erfüllt, dass sie fertig kommt. Wäre das vielleicht 1888? You can wait for it to finish, but I thought you meant the first started in 44. Ich dachte, die 1. würde 1844 beginnen. So if the first started in 44, the second in 63, Wenn die 1. 1844 beginnt und die 2. 1863, they can't do because we're already in the third. Because we're in, also wir befinden uns ja in der 3. You agreed we're already in the third watch. We're in the third watch, And and we're it's not. 68. It's only Und wir sind im 68. Jahr 1868 Well, the und befinden uns in der second 3. Schicht. Has passed. Aber die 2. Schicht ist ja schon vorbei. So they all expected it to come before then. We'll do this. We're in this third one. What dates do you want to put here? Also welche Daten möchtest du jetzt hier eintragen? Well, 68 would be at the waymark between 2 and 3, right? 1868 wäre in der Wegmarke zwischen 2 und 3. Here? Or No, on that waymark. so you So the You- the second think- watch is over, and now we're in the third watch. so the third watch started in 1868? Also Aha. die 3. Wache begann 1868. So we'd have to find something really special happened in 1868. Somit müssten wir etwas finden, oder was Besonderes finden, was 1868 geschah.
Well, what caused her to write this? Was hat sie denn dazu bewogen, das zu schreiben? No idea. Well, did she know that after that the Civil War was over and that was the end of so the second watch was over by then? Wusste sie denn, weil der Bürgerkrieg ist, dass dann die zweite Schicht ist? This is 3 years after the Civil War. Das ist 3 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Let me propose something. Lasst Someone's got a question. lasst mich hier etwas vorschlagen. If you go with this, you're going to make this 63 and 44, I think. That's what you want to do? Well, those are just the dates I put up there. Sure. I don't really have a. In 44, what is the mindset of the people? Wie ist denn die Gedankenausrichtung der Leute im Jahr 1844? Jesus is coming, we gotta get ready. October kommt. 22nd, Ich 1844. meine den 22. Oktober. That's what she was referring to. Disappointed. This one, they're disappointed. Sie sind enttäuscht. So look what she says. Und jetzt schaut euch an, was sie sagt. If we watched with unabated vigilance then, unabated, Wenn wir damals hingebungsvoll aufgepasst haben, how much more now? wie viel mehr sollten wir jetzt aufpassen? So that was referring to which watch when she said that? Auf welche Schicht bezieht sie sich hier? First watch. Bezieht sich auf die erste Schicht. We watched with unabated vigilance. Wir haben hingebungsvoll aufgepasst. What does that sound like to you? Unabated vigilance. Was sagt ihr das? It was 44 because everybody was very Also das ist vigilant. das, was ich then. denke, dass es 1844 war. You remember this is October. Denkt daran, das ist der 22. Oktober. What does the term unabated vigilance sound like to you? Wie hört sich denn hingebungsvolles Aufpassen für dich an? They're not stopping their vigilance. Sie hören damit nicht auf. Diligent. Diligent. I'm saying the first watch is before 1844. It's Millerite time period. Why? Because they have this attitude. So what is this attitude is unabated vigilance. Nothing can stop you. Also es ist diese Achtsamkeit, die dich, oder Wachsamkeit, die dich nicht aufhält. There's this like a train that nothing can stop. Es ist wie ein Zug, den nichts aufhalten kann. There's something stop here on October the 23rd. Stoppt sie denn etwas am Yes. 23. Oktober? There's no vigilance there. Da gibt es keine Achtsamkeit mehr. So So that was at the end of the first watch. we'll see. But this vigilance in the first watch was unabated. Diese Wachsamkeit, diese Umsicht, can you repeat it? There was the watchfulness was unabated the vigilance was unabated in the first watch. Diese Achtsamkeit war in der ersten Schicht uneingeschränkt. Then it says, Und dann heißt es, how much more need of double watchfulness in the second? wie viel mehr braucht es nun die Achtsamkeit oder Wachsamkeit in der zweiten Schicht? What does that mean? Was bedeutet das denn? Obviously it means double, I don't mean that, but the way she writes it, Natürlich bedeutet doppelt so viel, aber die Art, wie sie das hier schreibt. it says, if we watched, Sie sagt, wenn wir aufgepasst hätten, is that a question or a rhetorical statement? ist das eine Frage oder eine rhetorische Aussage? Talking about the first. If we watched, Und ich spreche hier über die erste. statement, rhetorical statement, Es ist eine Aussage, eine rhetorische Aussage. or a question? Ist das Kathy? eine Aussage oder eine Frage? Listening. What was the question? Brother Jonathan. I fine. think she's saying in our first watch we had this unabated
vigilance. So it's a rhetorical statement. So, ja, also es ist eine rhetorische Aussage. If we watched with unabated vigilance then, Also wenn wir damals mit uneingeschränkter Achtsamkeit aufgepasst haben, I'm saying that she's saying we did watch with unabated vigilance then. We did do that. dann sage ich, das haben wir getan in der Vergangenheit. Wir waren aufmerksam. 1 second. Fact. Number 1, we did that. Das ist Tatsache Nummer 1. Wir haben es getan. Number 2, Nummer 2. look how she words this. Jetzt schaut euch an, wie sie das ausdrückt. But how much more need of double watchfulness in the second? Aber wie viel mehr bedarf es, oder es bedarf der doppelten Portion Achtsamkeit in der zweiten Schicht. Sister Kathy? How is she relating to the second now? Is it with the confidence of the first? Wie bezieht sie sich oder wie steht sie denn nun zu dieser zweiten Schicht? Sagt sie das auch mit Sicherheit, mit Zuversicht? The way she's wording it here. Die Art, welche Worte sie hier wählt. Confidence. You think she's saying we had more confidence in the second? Denkst du, dass sie sagt, wir hatten in der zweiten mehr 1 second. mehr Zuversicht? Or Oder sagt is sie, she saying we should have had more confidence in the second? oder sagt sie, wir hätten mehr Zuversicht in der zweiten Schicht haben sollen? We did or we should have had? Wir hatten oder wir hätten haben sollen? How do you read that? Wie liest du das? Okay, well, I'm reading it based on what I'm thinking the watches are. Don't do that. Okay, then I need to stop. Ich lese es so, wie ich denke, dass die Schichten eingeteilt You werden. know you shouldn't be doing that. Du weißt, dass but du you're es nicht doing it tun, up on the board. tun sollst. Sister Sue Ellen did that. Das Okay. hat Sue Ellen hier But getan. It wasn't me. I know, but so I went ahead and came up with my 3 watches. Okay, let me go back to the sentence. Have a think, Sister Sue Ellen. Denk darüber nach. Okay, we'll change it in a second then. See, she wants to change it already. Brother Jim. So I think she's saying if we were that vigilant in the first watch, we need to even double it in the second watch. Also ich denke, dass wenn wir To schon so give even more vigilant. Wenn wir schon so achtsam in der ersten Schicht waren, dann müssen wir es verdoppeln in der zweiten Schicht. It's all past tense. Das ist alles hier die Vergangenheit. If we were so good in the first, Wenn wir in der ersten so toll waren, how does she phrase it in the second? That's what I want to know. What's the point she wants to make? jetzt möchte ich wissen, wie du das liest, wie sie es hier in der zweiten Schicht beschreibt. We already know. Wir wissen bereits, You go 1, 2, 3. dass man von 1 nach 3 geht. This is what it should be. So sollte es sein. What is she saying? Und was sagt sie? Dass es da ein Shortcoming. Versagen gab. Tell me where the lack is in the words. First read the statement and then tell me where you see the word lack or the concept lack. Sag mir, wo du dieses Versagen hier in diesem, oder dieses Fehlen hier in diesem Absatz oder in diesem Satz findest. We'll stop first. Just want to know so everyone knows where we are. Ich möchte, dass jeder weiß, wo wir uns hier befinden. We're at the bottom of page 193. Wir sind am Ende von Seite It 193. doesn't show you on your phones, I don't think. Das. Oh, it does. It shows you a little page 193. Okay, it does. It says, if we watch with unabated vigilance then, Da heißt comma, es, wenn wir damals mit uneingeschränkter Achtsamkeit aufgepasst haben, Komma, how much more need of double watchfulness in the second watch? wie viel mehr bedürfen wir einer doppelten Achtsamkeit in der zweiten Schicht? This is the second reference to the second watch. Das ist der zweite Bezug von der zweiten Schicht. The first reference is in the first sentence. Und der erste
Hinweis davon ist in dem ersten Satz. I saw that watch after watch was in the past. Heißt es, ich habe gesehen, dass Schicht um Schicht sich in der Vergangenheit befindet. So read the portion and then tell me where you read the concept of lack. Les nun nochmal diesen Abschnitt und dann sag mir, wo du dieses Konzept des Versagens oder des Fehlens hineinliest. How much more need? Wie viel mehr bedürfen wir? Past. Aber es ist in der So they Vergangenheit. needed more when they were going through it. Round that off so we can translate that. Restate it. Also fasst das nochmal zusammen. They needed more watchfulness Sie hätten mehr Achtsamkeit gebraucht in the second watch. in der zweiten Schicht. Which means that there was a Das Lack. bedeutet, da gab es ein They didn't have Versagen. enough. Sie hatten nicht genug. Sister Kathy. Second watch. How do you read the experience of the second? They need more village. Sie brauchen mehr Achtsamkeit. So what does that mean if they need more? Was bedeutet das, wenn sie mehr brauchen? They didn't have enough in the first. Dass sie in der ersten nicht genug hatten. They didn't have enough in the first or didn't have enough in the second? Sie hatten nicht in der ersten genug oder in der zweiten genug. How much more need of double watchfulness in the second? Which is already passed. Yes, they need more in the second. They need more in the second. Sie brauchen mehr in der zweiten. So we can say that they were lacking in the second. Wir können also sagen, dass sie in der zweiten versagen. Oder dass ihnen was fehlt. Sister Suan? I agree with that, and I just was wondering if it's because we're comparing the word then with Ich how stimme much damit more. überein. Und ich So. frage mich jetzt, ob wir dann mit wie viel mehr vergleichen. We watched with unabated vigilance then. How much more need compared to then is needed in the second watch, and we know that she's comparing two things that have already passed. So the first watch had enough watching, and the second one didn't have as much watching as it should have. Yes. I know we didn't translate that. I don't want us to become confused about the past. The past is not relevant to the question. Ich möchte jetzt nicht, dass wir uns mit der Vergangenheit verrückt machen lassen. Die Vergangenheit ist nicht relevant für die Frage. Number one Nummer 1. is unabated vigilance. In Nummer 1 haben wir uneingeschränkte Achtsamkeit. Non-stop. Nonstop. If you do non-stop in number one, Wenn du uneingeschränkt bei Nummer 1 bist, number two should be more. dann sollte Nummer 2 noch mehr sein. Doesn't matter if it was past or present. Das kommt nicht darauf an, ob es Vergangenheit oder Gegenwart ist. She says, Sie sagt, how much more wie viel mehr in the second sollte in der zweiten sein, if you did that in the first? wenn du es in der ersten schon gemacht hast? So the question is, Die Frage, when she says how much more need in the second, wenn sie sagt, wie viel mehr bedarf es in der zweiten, is she saying they had it in the second or they needed it in the second? bedeutet das nun, sie hatten es in der zweiten oder sie bedürfen es in der zweiten? Sister Catherine and Sister Sue Ellen say Catherine und Sue Ellen sagen, they needed it in the second, but they didn't have it in the second. brauchen es in der zweiten, aber sie haben es nicht. There was a lack. Es gab hier diesen Bedarf. Sister Catherine. Describing an increase of intensity. Kann sie eine Between the Zunahme watches? der Intensität der Schichten beschreiben?
I don't know what she's doing. I just want to know. Well, obviously there's intention because she says 1, 2, 3. But I'm asking, what was the experience in the second? Also ich frage nach der Erfahrung in der zweiten Schicht und ja. Did they meet the demands of the second or they didn't meet them? Haben Sie die Anforderungen der zweiten Schicht erfüllt oder nicht? I think because she goes on to discuss the third watch and says now is not the time to be impatient. Weil sie danach die dritte Schicht beschreibt und dann sagt, jetzt ist nicht die Zeit, ungeduldig zu werden. You're telling us why you're going to come to your answer. I just want to know what Yes. your answer Ich is. möchte nur deine Antwort wissen. Okay, I think I want to change my mind and say that she was showing that in the past we were unabated, in the second watch we were double, and now we're in the third and you're getting weak. So you disagree with Sister Catherine and Sister Sue Ellen? Also du And stimmst myself. mit the first Catherine time und I Sue Ellen nicht überein. This is against the whole context of the chapter. What is this? Her statement, how I understood it. The statement says, or the chapter says, worldliness in the church means, how I understood her, that they met the first one, they met the second one, and the third one. Huh? No, she didn't say they met she just said they met the first, they met the second, but they're not meeting the third. That's what she said. Okay, maybe I misunderstood it. Okay, just continue. Okay, but my question is about the second. The whole chapter is about worldliness in the church. This tells me the whole church is going down. This means they cannot fulfill the standards of the second or the third. So they have a lack in the second and in the third. The context of the chapter tells me that. When did the worldliness come into the church? In the first, second, or third watch? You don't know that. So you can't assume that it came in the second. You know it's here today in the third, but you don't know when it came in. Directly, you don't. That's why we're trying to piece together, when does the worldliness come in the first, second, or third? It cannot be in the first, and we know it's already there in the third. So then there's just one option left. I think it comes down to the reading of the passage. There's very little information about the second. All you know is in the past, which I'm going to say is irrelevant in the context of the discussion, at least the way that I think we should be taking it. And all we know is how much more need of double watchfulness in the second watch. But we've run out of time, so we'll carry on in our next class. We could have time to think about it. Also die Zeit ist jetzt um. Ich hoffe, dass wir da nochmal drüber nachdenken können. Okay, for those of you who are watching online, Also für jene, die online I don't know how zuschauen, many people there are, ich weiß nicht, wie viel zuschauen, you know what we're looking at, ihr wisst jetzt, worüber wir reden. you know what the question is. Ihr kennt die Frage. Number 2 Nummer 2. should be twice as much vigilance. In Nummer 2 sollten wir doppelte Achtsamkeit haben. The question is, Die Frage ist, did they have it or did they not have it? What is this statement saying? haben Sie diese Achtsamkeit, die doppelte Menge oder nicht? Was sagt dieser Abschnitt? Let's pray. Lass uns beten. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask and pray for a blessing upon our study Wir bitten dich um einen Segen für unser Studium. as we meditate upon these thoughts. Während wir über diese Gedanken nachdenken, We ask that you would guide and bless us. da bitten wir dich, dass du uns führst und leitest. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen.